So, heute ist Tag 3 bei der Wartung bei Roseburg hier. Wir kommen jetzt in die finalen Phasen so langsam. Wir füllen jetzt heute Morgen die Anlage wieder. Die beiden Mechaniker von Roseburg, die gehen jetzt schon in Startposition, bereiten schon alles vor, tun alle Ventile wieder aufmachen, alles nochmal kontrollieren, ob alles nochmal dicht ist. Und ich denke mal, in 1-2 Stunden haben wir dann wieder das Ölvolumen, was wir abgelassen haben, wieder in der Anlage drin. Jetzt hören wir auch schon die Pumpe wieder angehen. Sobald wir dann alles entlüftet haben, starte ich dann mit den Sicherheitstests, wo wir dann alle Sicherheitsgeräte einmal auslösen und schauen, dass es auch richtig in den Kontrollraum den Operatoren angezeigt wird. Ich hoffe mal, da passt alles soweit und wir müssen da jetzt keine Fehler heute suchen. Und danach werden wir höchstwahrscheinlich an den Brenner starten, weil der Kunde dann über Nacht jetzt langsam die Anlage aufheizen möchte, dass er morgen früh in der Frühschicht dann wieder produzieren kann. Dann lassen wir uns mal überraschen, was heute noch passiert. So, wir haben die Anlage jetzt ja alles wieder befüllt, die Pumpen laufen jetzt schon wieder, wir haben auch ein bisschen Temperaturschonöl wieder reingebracht. Wir machen jetzt unsere Sicherheitsprüfung. Dabei testen wir alle Notausknöpfe und alle Temperaturbegrenzer, Schnellschussklappen auf korrekte Funktion und dass auch alles wirklich abschaltet. Dabei wird mich jetzt der Matthias jetzt dabei fleißig unterstützen, weil so muss ich dann nicht die ganze Zeit hier rumrennen. Und zu zweit geht sowas immer besser dann. Okay, wieder resetten. Schwarz. Okay, wieder raus. Ja. Alles klar. Merci. So, wir haben hier unsere 3 Durchströmungswächter. Wir haben 3 Rohrschlangen, welche in den Kessel hineingehen. Und wir überwachen jede Rohrschlange auf genügend Durchfluss. Dieses wird von uns ausgelegt durch unsere Ingenieurin bei uns im Büro. Die sagen, okay, wir brauchen so und so viel Millibar Differenzdruck zwischen der Blende, welches dann eine Volumenstrom X widerspiegelt, welchen wir mindestens benötigen, dass wir das Öl nicht verbrennen in den Rohrschlangen und das Öl dann nicht zerstört wird und somit auch die Rohrschlangen nicht zerstört werden. Dann lösen wir mal den ersten aus und schauen mal, ob die Sicherheitskette ausfliegt. Ich habe es schon gehört und es sieht nicht schlecht aus. So, die Sicherheitskette ist aus. Sicherheitskette ist rausgeflogen, das ist auch draußen. Kann man nicht resetten, das ist gut. Jetzt kann man es wieder machen, sehr gut, das funktioniert. Gehen wir an den zweiten. Passt auch. Fliegt auch hinaus, das passt. Das sieht gut aus. Jawohl, und er hat auch ausgelöst. Also, ist alles in Ordnung, funktioniert. Können wir auch abhaken. Und wir werden jetzt dann gleich noch im Anschluss die Sicherheitsketten machen von dem Gasbrenner und kontrollieren, ob dort auch alles funktioniert. Und dann haben wir das soweit erstmal die groben Sicherheitsketten alle durchgetestet und können die abhaken. Warte, wir müssen es schneiden, hallo. Ja, wir schneiden es auch. Okay. Also, wir haben jetzt die Sicherheitsketten für den Erhitzer durchgetestet, die Notaus-Sicherheitskette sowie für das Nothalteventil. Die Sicherheitskette haben wir ebenfalls durchgetestet. Wir müssen jetzt noch die Brennersicherheitskette testen und als letzten Test würde ich dann noch den Minimumschalter von dem Öltank machen. Sobald wir die Brennersicherheitstests jetzt abgeschlossen haben und dann haben wir die Sicherheitsprüfung von den Hardware-Geräten haben wir dann für heute abgeschlossen.
Um die Brennersicherheitsprüfung jetzt zu machen und die Sicherheitsgeräte zu testen, müssen wir jetzt natürlich den Brenner starten. Da tue ich jetzt gleich den Setpoint erhöhen, dass der Brenner wieder startet, und dann lösen wir den Min-Gas-Schalter, Max-Gas-Schalter und den Flammenwächter lösen wir danach aus. Sowie als letztes noch den Luftdruckwächter für den Lüfter, für die Frischluft, und dann haben wir da auch einen Haken dran. Hunter, we will leave then the burner running later when we leave. I don't know, 180 C, 190, like something around this now. Okay. And you guys can do them tomorrow once you're ready to heat up. Whenever you want, you can use it. Okay. Also when we leave today, we are done with testing, and I do then on Friday just the exhaust measurements and the document for the South Carolina department for the exhaust measurements, and then we do the protocols, and then I want to check now the switches on the tank, and then yeah, we come close to have it done. Wir werden jetzt noch die beiden Druckschalter von unserer Stickstoffüberlagerung überprüfen. Wir haben einmal den Minimum-Druckschalter, Schrägstrich Vakuum-Druckschalter, und einmal den Maximum-Druckschalter. Bei diesen werde ich den Stecker abziehen, weil die sind von uns, von der Firma vorkonfiguriert. Und das reicht dann einfach, wenn ich den Stecker abziehe, weil diese Tragruhe bewacht sind. Dann werden wir sehen, ob jetzt die Meldung kommt richtig aufs Panel. Max Druckschalter löst schaltbar. So, guck mal auf das Ding drauf jetzt. Das funktioniert alles. Dann machen wir die Hähne wieder auf und machen die Anlage betriebsbereit. Tests sind abgeschlossen. So, wir schauen uns jetzt mal an, die ausgewechselte Dichtung, wo wir die Leckage hatten, welche der Kunde jetzt noch ausgetauscht hatte. Die Anlage ist jetzt wieder ein bisschen aufgeheizt. Wir sind jetzt ungefähr bei 180 Grad Öltemperatur und es sieht sehr gut aus. Es tritt kein Öl aus. Es wurde gut gereinigt. Das passt. Bin ich zufrieden. So, meine Lieben, das war's für heute. Tag 3 der Wartung. Wir haben jetzt heute alle Sicherheitstests abgeschlossen. Wir haben die Anlage wieder heute Morgen komplett befüllt und entlüftet. Der Brenner läuft jetzt wieder. Wir haben jetzt sozusagen die Anlage vorerst schon an den Kunden jetzt wieder übergeben. Da sie jetzt morgen früh und heute Nacht werden sie die Presse wieder aufheizen mit uns im Brenner. Und dann kommen wir morgen wieder, wenn die Anlage warm ist und über Nacht gelaufen ist, und machen dann die ganzen Abgasmessungen für das Government von South Carolina, welches einmal im Jahr notwendig ist, und sowie für uns, dass wir sehen, okay, wir haben eine saubere Verbrennung mit dem O2, CO2 und NOx-Werte und halten auch die Limits ein, welche hier im Bundesstaat South Carolina herrschen. Dann werden wir mal sehen, ob die Anlage über Nacht jetzt gut gelaufen ist, und morgen seid ihr wieder mit dabei, wenn wir den Brenner dann sauber einstellen und uns drum kümmern. Also, bis morgen. Wir stellen jetzt heute noch die Brennerkurve, kontrollieren wir nochmal sauber, ob die passt, und schauen, ob wir die Grenzwerte einhalten, welche der Staat South Carolina vorschreibt an NOx-Werten und CO-Werten.